Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In der heutigen dritten Folge über den klassischen Weltraum kommen wir zum zweiten Jahr 1980. Im März 1979 war nämlich der Verkaufsstart mit 13 Sets, die wir uns schon in den letzten 2 Videos zusammengestellt haben. Im zweiten Weltraumjahr 1980 gab es in Europa nur 2 kleine neue Sets. Ich habe hier das spezielle europäische Weltraumfaltblatt, wo man zwischen den alten 3-stelligen Artikelnummern die 2 neuen Sets mit den 4-stelligen Artikelnummern sieht. Auf der Rückseite vom Faltblatt haben wir wie 79 ein wunderschönes Diorama, wo die 2 Neuheiten auf der linken und auf der rechten Seite in den Vordergrund gerückt sind. Wir beginnen mit dem kleinen Mondbagger 6821 aus 19 Teilen, mit einem weißen Astronauten, mit einem Backerarm mit 4 Gelenken aus dem alten Großfigurenarm von 1974 in grauer Farbe. Das Brustteil der Großfigur war mit einem einzigen Gelenk als Halter eingebaut. Für den Arm kann man beliebig viele Glieder zusammenstecken und auf das Handgelenk passt die übliche Kugelgelenkkupplung der Autos. Diese wunderbare Kompatibilität zwischen verschiedenen Spielsystemen ermöglicht die wunderbaren Gelenksarme der Forschungsfahrzeuge mit der Baggerschaufel als einziges neues Bauteil. 1980 gab es auch den neuen Werkzeughalter. Hinten haben wir eine Halteklaue für das Funkgerät. Die Sitzlehne ist ein Dachstein, der mit einem Armaturenbrett bedruckt ist. Das zweite neue Fahrzeug von 1980 ist das Bodenerkundungsfahrzeug 6841 aus 33 Teilen mit einem roten Astronauten. Vorne sind auf 2 Scharniersteinen Ausleger angebaut mit 2 kleinen Parabolantennen für die Bodenerkundung. Das Fahrzeug hat 3 Achsen mit eingebauten Kotflügeln. Vor dem Lenkrad ist das Steuerpult, an der linken Seite vom Fahrersitz ein Werkzeughalter für das Funkgerät und hinter dem Sitz ein neuer Bügel. Am Heck hat das Fahrzeug 2 zusammengesteckte Steuerdüsen. Ganz ähnlich werden auch 2 Steuerdüsen an der Front des Baggers verwendet. In Nordamerika kamen 1980 noch 3 zusätzliche Sets heraus, die wir uns jetzt gemeinsam aufbauen werden. Ich habe hier den kanadischen Katalog von 1980. Neben den 2 neuen europäischen Fahrzeugen, die wir uns schon angeschaut haben, gibt es 2 exklusive amerikanische Fahrzeuge, die X-1 Raumpatrouille und das mobile Laboratorium. Daneben kam auch die neue Kommandozentrale von 1981 in Nordamerika schon ein Jahr früher heraus. Wir beginnen mit den 2 besonders interessanten kleinen Fahrzeugen, die beide transparent grüne Scheiben haben. Wir fangen mit dem kleinen Raumschiff an, die X-1 Raumpatrouille 6861 aus 50 Teilen mit einem roten Astronauten. An der Grundplatte befestigen wir 4 große Tragflächen, 2 vorne als Spitze des Raumschiffes und 2 als ausgespreizte Flügel. Auf die Ober- und Unterseite kommen noch weitere Platten als Versteifung. An die Spitze stecken wir die üblichen Handgriffe. An der Unterseite sind 5 2x2 Rundsteine als stabile Stützen. Auf dem 2 Noppen breiten 33-Grad-Dachstein als Motorhaube ist das Weltraumlogo aufgedruckt. Darauf kommt ein kleiner, transparentgrüner 1x2 Stein ohne Mittelsäule als Windschutzscheibe. Dahinter das übliche Lenkrad. Am Heck bekommt das Raumschiff einen Aufbau aus einem Dachstein und 2 1x2 Steinen.
Links und rechts stecken wir die Steuerdüsen an mit einem Positionslicht. Die zwei großen Seitentriebwerke sind auf zwei 90° Winkelplatten befestigt. Sie bestehen aus Rundsteinen, aus Stützen, vorne ist ein Kegel und die Spitze ist eine Weltraumpistole. Auf der Hinterseite hat das Triebwerk einen großen Kegel als Düse, mit einem transparent roten Rundstein als Triebwerksstrahl. Die großen Seitentriebwerke kommen auf die Tragflächen, daneben gibt es noch eine Funkantenne. Jetzt bauen wir genau dasselbe Triebwerk noch einmal für die rechte Raumschiffseite. Auf das Heck stecken wir das Seitenleitwerk und darauf eine 2x8-Platte als Höhenleitwerk. Jetzt kann der rote Astronaut ins offene Cockpit sitzen. Der kleine amerikanische Jäger ist ein nettes Raumschiff, das genau wie alle anderen klassischen Weltraumfahrzeuge in eintönigem Grau gehalten ist, bis auf die für die zwei amerikanischen Sets typische grüne Windschutzscheibe und die roten Positionslichter und Düsenstrahle. Das zweite exklusiv nordamerikanische Set von 1980 ist das besonders interessante mobile Labor 6901 aus 117 Teilen mit 2 Astronauten. Es ist ein transparent grünes 33°-Dachfenster als Windschutzscheibe dabei, die auch 1999 beim Küstenwacheboot vorkommt. Das mobile Labor hat ein sehr großes Fahrwerk aus 6 Mini-Radsätzen. Auf einer Platte befinden sich jeweils 3 Achsen hintereinander. Die 2 Reihen werden mit 2 1x6 Platten verbunden. Auf dieses Fahrwerk kommen 6 Stützen und erst auf die Stütze stecken wir die 6x12 Grundplatte des Labors. Auf die erste Reihe kommen 4 rote und 2 grüne Lichter. Vorne ist ein langer Greifarm aus 6 Großfigurenarmgelenken, den man flexibel bewegen und auch um die eigene Achse drehen kann. Hinter dem Führerhaus sind links und rechts 2 neue Halter für den Schraubenschlüssel und für das Funkgerät. In das Führerhaus kommt freistehend das Lenkrad. Die Motorhaube hat links und rechts 2 gleiche graue 33° Dachsteine mit dem Weltraumlogo. Über dem Halter vom Greifarm stecken wir eine Jumperplatte mit einer Weltraumpistole und einem transparent grünen Rundstein. Links und rechts vom Führerhaus kommen die neuen Ehrling-Lampensteine mit 2 roten Scheinwerfern. Links und rechts geben wir Fliesen an die Ränder, weil man seitlich 2 Türen aufklappen kann. Diese kommen auf 2 Scharniersteine. Vorne haben wir am Führerhaus im unteren Bereich die grüne Windschutzscheibe und im oberen Bereich ein offenes Fenster. In die Seitentüren kommen 2 häufigere transparent grüne 1x2 Steine und ein bedruckter grauer 1x2 Stein mit dem Weltraumlogo. In der Rückwand sind 2 seltenere transparent grüne 1x4 Steine ohne Mittelsäule. Vorne befestigen wir die Türen mit einem zweiten Scharnierstein. Dieser bildet zugleich ein offenes Fenster über der Windschutzscheibe, durch das der Fahrer herausschauen kann. Die Türen kann man seitlich ganz aufklappen. Die Noppen werden oben mit einer Fliesenreihe abgedeckt. Die Wände bekommen eine Lage Platten und darauf klemmen wir das Fahrzeugdach aus einer 6x8 Platte. Jetzt ist der Grundbau des Forschungsfahrzeuges fertig. Auf das Dach kommt noch auf einer Jumperplatte mit einem Rundstein und einer Weltraumpistole eine Satellitenschüssel mit einem transparent grünen Rundstein als Empfänger
und vorne links und rechts am Eck ein rotes Blinklicht. Auf den Greifarm können wir die neue Baggerschaufel mit dem Kugelgelenk anstecken, die wir schon beim kleinen Weltraumbagger gesehen haben. Bei diesem Forschungsfahrzeug kann man die Baggerschaufel auswechseln und auf der Unterseite des Fahrzeuges befestigen. Als zweites Werkzeug für den Greifarm gibt es eine graue Großfigurenhand. In das Loch der Großfigurenhand können wir die Weltraumpistole hineinstecken, wieder eine wunderbare Kompatibilität der Lego-Figuren über die Jahre, weil es 74 eigentlich noch gar kein Werkzeug gegeben hat. Mit der Weltraumpistole und 2 Handgriffen bauen wir ein Messgerät, das wahrscheinlich der tektonischen Bodenerkundung dient. Es ist ein roter und ein weißer Astronaut dabei. Sie müssen durch die 2 Seitentüren einsteigen und am Boden sitzen. Es ist nicht so einfach, die Astronauten auf den flachen Boden hinzusetzen. Es gibt auch keine Inneneinrichtung im Labor. Bei diesem Fahrzeug schaut der Fahrer, wie gesagt, durch einen Schlitz über der Windschutzscheibe heraus. Insgesamt ein sehr interessantes Fahrzeug mit 2 großen, aufklappbaren Seitentüren, mit den besonderen grünen Fenstern, die typisch für die 2 amerikanischen Sets von 1980 sind. In Nordamerika ist 1980 auch noch die neue Kommandozentrale Beta 1 mit der Artikelnummer 6970 erschienen, ein Jahr früher als bei uns. Hier sehen wir die Seite aus dem US-Katalog mit der Kommandobasis als Neuheit von 1980. Bei uns kam die neue Kommandozentrale erst im März 1981 heraus, gemeinsam mit den anderen 6 neuen Sets von 1981. Die neue Kommandozentrale besteht aus 245 Teilen. Auf der Flagge klebt der einzige Aufkleber der klassischen Weltraumwelt. Das Gebäude steht auf 2 Kratergrundplatten und es sind 4 Astronauten dabei. Mit 245 Teilen ist die neue Kommandozentrale viel größer als die alte aus 145 Teilen. Der Boden ist aus 4 blauen 4x12 Platten gebaut, die auf 2 starken Trägern aus 2x10 Steinen aufliegen. Auf der linken Seite gibt es nur einen schmalen 1x8 Stein. Das ganze Gebäude steht jetzt auf grauen Raumschiffstützen, nicht mehr auf den bisher üblichen Flugzeugseitenleitwerken. In der Inneneinrichtung sind gelbe Möbel. Die Astronauten können sich auf 2 Betten ausruhen, mit gelben Dachsteinen als Kissen. In der Mitte steht ein Tisch und davor ein Drehsessel. Es gibt jetzt schon die neuen Autositze. Auf der linken Seite steht ein zweiter Drehsessel für das Kontrollpult. Genauso wie die alte Kommandozentrale hat auch die neue auf der Hinterseite Vorsprünge aus umgekehrten Schrägsteinen. Die Mittelsäule steht auf einem 2x2 Schrägstein und die Seitenwände springen mit einem 1x2 Schrägstein vor. In die Wand neben der rechten Säule kommt ein grauer Werkzeughalter für ein Funkgerät. In die Wand neben der Mittelsäule stecken wir einen zweiten grauen Halter für eine schwarze Weltraumpistole. Und oben kommen links und rechts neben der Säule 2 bedruckte Steine mit weißen Pfeilen nach unten. Die linke hintere Ecksäule ziehen wir ganz ohne besondere Einbauten hoch. Dafür kommen in die linke Seitenwand 2 Kontrollpulte hinein. Und an beiden Seitenwänden gibt es einen grauen Werkzeughalter mit einer grauen Funkantenne. Diese ist der Garderobenhaken, wo die Astronauten ihre Sauerstoffflasche aufhängen können, wenn sie sich auf die Autositze setzen.
Als Seitenfenster gibt es statt den bisherigen transparent gelben Steinen die alten Hausfensterrahmen mit einer transparent gelben Fensterscheibe zum Aufklappen. Neben dem Kontrollpult gibt es wie in der alten Kommandozentrale das große 1x6x5 Wandelement mit einem großen aufgedruckten Bildschirm, der eine Mondrakete zeigt. Darüber steht immer noch dieselbe Jahreszahl Legoland 2079. Auf die rechte Seite kommt ein großer blauer 6x5 Fensterrahmen, der gleichzeitig in Braun für die Puppenwohnungen verwendet worden ist. In die rechte Seitenwand kommt wieder ein kleines Fenster und ein Halter mit einer Funkantenne als Garderobenhaken für die Sauerstoffflasche. Wenn sich die Astronauten in die Autositze setzen, dann müssen sie ihre Sauerstoffflasche ausziehen und können sie an den Funkantennen aufhängen. Beim Set gibt es auch einen transparenten Kaffeebecher als Trinkglas. Hinten links kommt die teure graue Fernsehantenne, die in vielen Spielzeugkisten einfach kaputt gegangen ist. Auf der rechten Seite eine normale gerade Funkantenne. Das Dach hat vorne einen Querbalken aus 2 1x12 Techniklochsteinen, die oben mit einem Weltraum-Logostein zusammengehalten werden. Und das Glasdach besteht aus 2 transparent gelben 6x8 Platten. Das Dach ist eine Noppe weit zurückgesetzt. Auf die Vorsprünge kommen links und rechts 2 rote Warnleuchten und auf den Giebel 2 transparentgrüne Rundsteine. In das Loch in der Noppe stecken wir 2 Weltraumpistolen und darauf kommen 2 kleine Parabolspiegel mit einem transparent grünen Rundstein als Empfänger. Die hintere Mittelsäule verlängern wir mit 3 2x2 Steinen. Darauf kommt ein Drehteller, 2 Jumperplatten, ein Scharnierstein, eine Winkelplatte und auf eine Stütze der große Parabolspiegel. In das Mittelloch stecken wir eine umgekehrte Funkantenne mit einem transparent grünen Rundstein als Empfänger. Den großen Parabolspiegel kann man in alle Richtungen drehen und schwenken. Das Hauptgebäude hat denselben Baustil wie die alte Kommandozentrale, ist aber etwas breiter gebaut. Wir stellen das fertige Gebäude jetzt auf die Kraterplatte. Links daneben legen wir eine zweite Kraterplatte hin. Darauf bauen wir die Startrampe für das Raumschiff. Zuerst der Sockel mit einem Stiegenaufgang aus 3 Stufen. Zwischen die Startrampe und die Kommandozentrale kommt eine Monorailbahn aus 4 blauen 1x12 Techniklochsteinen mit 3 neuen grauen Eisenbahnschienen. Vorne und hinten kommt ein Technikverbinder als Absperrung. Wir brauchen noch 2 zusätzliche Stützen, dann können wir mit der Monorailbahn die Startrampe mit der Kommandozentrale verbinden. Das Schienenfahrzeug besteht aus einer grauen 4x8 Platte. Die Führung bauen wir aus 2 grauen 1x8 Steinen. Vorne gibt es einen Haltebügel und im Fahrgastraum 2 Autositze, die vorne mit einer 1x2 Platte verlängert sind, damit die Astronauten auch mit dem Sauerstoffrucksack sitzen können. Mit diesem Waggon können die Astronauten von der Kommandozentrale bis zur Startrampe fahren. Der Halter für das Raumschiff besteht aus einer Scharnierplatte mit blauen Fliesen und hinten einer 90° Winkelplatte. In den Boden vor der Kommandozentrale stecken wir die Flagge mit dem Space-Logo. Der Astronaut fährt jetzt zur Startrampe und braucht ein Raumschiff für den Abflug. Wir bauen ein kleines zweistrahliges Raumschiff, das ähnlich konstruiert ist wie der X-1-Jäger, den wir schon zusammengebaut haben. Der Rumpf besteht aus 2 in Längsrichtung hintereinander angeordneten großen Tragflächen.
An die Spitze kommen wie immer die Handgriffe, aber bei diesem Raumschiff stecken wir vorne noch 2 transparent rote Rundsteine drauf. Das ist bisher noch nie vorgekommen. Das Raumschiff hat eine 4 Noppen breite Motorhaube mit dem Space-Logo und wieder eine transparent gelbe Windschutzscheibe aus einem 1x4 Stein ohne Klemmsäulen. Dahinter kommt das für die Raumschiffe übliche Lenkrad. Ins Heck stecken wir einen Bügel und an die Tragflächenspitzen eine 90 Grad Winkelplatte mit einer kleinen senkrecht aufgestellten Tragfläche. An die Unterseite kommen 2 1x8 Steine als Führung für den Halter der Startrampe. Vorne als Abschluss ein umgekehrter 33 Grad Schrägstein und links und rechts 2 schwarze 2x2 Rundsteine als Stützen. Das Raumschiff ist jetzt fertig und kommt auf die Startrampe. Es fehlt nur noch der Antrieb. Die Triebwerke haben eine neue schwarz-weiße Farbgebung. Die Spitze ist eine schwarze Funkantenne, darauf kommt ein weißer Kegel, gehalten wird das Triebwerk von 2 schwarzen 90 Grad Winkelplatten. Vorne kommt eine graue Stütze und hinten eine schwarze. Auf die zweite Winkelplatte stecken wir vorne und hinten einen weißen 2x2 Rundstein. Ganz hinten kommt ein großer weißer Kegel als Düse. Den zweiten weißen Kegel habe ich euch vor 2 Wochen gezeigt, als ich damit die Mondrakete verlängert habe. Ich habe ihn dann aber verlegt und konnte ihn heute nirgendwo mehr finden. Und ich muss ihn vorläufig mit einem grauen Kegel ersetzen. Jetzt ist das Raumschiff fertig und der Astronaut kann einsteigen. Wir neigen die Startrampe nach oben und das Raumschiff kann starten. Jetzt fehlt uns nur noch das Mondauto. Es ist in der üblichen Bauform mit Gasflaschen am Kühlergrill, ein Lenkrad, ein Dachstein hinter dem Sitz mit einer Funkantenne am Heck und links davon, ganz neu für 1980, ein Werkzeughalter mit einem Schraubenschlüssel. Jetzt kann der Astronaut mit dem Mondauto das Kratergelände erkunden. Die neue Beta 1 Kommandobasis von 1980-81 ist das Nachfolgemodell der alten Kommandozentrale von 1978-79. Diese hatte nur eine Grundplatte, die neue Kommandozentrale ist viel größer gebaut, hat eine Monorailbahn, eine Raketenstartrampe, ein Raumschiff, viel Zubehör und die einzige Flagge mit dem klassischen Weltraumlogo. Inzwischen haben sich die Astronauten ausreichend in ihrem Quartier ausgeruht, sie stehen aus ihren Betten auf und sitzen in die Monorailbahn. Diese bringt sie zur Raumschiffstartrampe. Sie müssen heute mit ihrem Kontrollflug starten. Sie steigen in das Raumschiff ein. Es hat 2 bequeme, hintereinander liegende Sitzplätze ohne Sitze. Wir neigen die Raumschiffstartrampe und das Raumschiff fliegt ab. Es dreht eine Schleife und macht einen Formationsflug mit dem grauen X-1 Jäger. Wir sehen das neue schwarz-weiße Farbschema an den Triebwerken. Diese sind ein Vorgeschmack für die neuen Raumschiffe von 1981, die wir uns in der nächsten Woche anschauen werden. Wir setzen die neue Kommandozentrale in die Weltraumwelt von 1980 an und erweitern damit unsere Mondbasis. Mit diesem kleinen Überblick möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Am nächsten Freitag machen wir weiter mit der 4. und letzten Folge der klassischen Weltraumwelt und bauen uns die neuen Sets von 1981 zusammen. Immer noch mit dem klassischen grauen Unterbau, aber mit einem neuen Farbschema in schwarz-weiß transparent blauem Aufbau.
Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die heute zugesehen haben und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen.